Unsere 15-tägige Tour Island gemütlich geht weiter. Heute, am 9. Tag, starten wir zu einer Rundtour in das Innenland. Und hier sind unsere geplanten Tagesziele aufgereiht. Wir fahren am Gletscherfluss Jekulsa Abru entlang. Auf der anderen Flussseite sehen wir den Stütlafoss. Dort ist auch der Parkplatz, wer zu Fuß an die Basaltsäulen des Stutlakil Canyon gehen will. Knapp 3 Kilometer ist der Fußweg lang. Wir fahren weiter und parken oberhalb der Basaltsäulen. Von dort geht es die Treppe hinab zur Aussichtsplattform. Erst nach dem Bau des Kraftwerkes 2007 am Oberlauf des Flusses und dem dadurch 60%igen Wasserrückgang sind die Basaltsäulen frei. Seitdem entwickelte sich die etwa 500 Meter lange Schlucht zu einem beliebten touristischen Ausflugsziel. Die etwa 20 bis 30 Meter hohen Basaltsäulen und die Farbschattierungen sind schon interessant anzuschauen. Der viele Regen in den letzten Tagen hat den Gletscherfluss zu einem wilden, schmutzigen Fluss anschwellen lassen. Zu Fuß unten an den Säulen entlang ist momentan nicht drin. Bergan geht es unserem nächsten Ziel entgegen. Von der Straße F910 für Allradfahrzeuge biegen wir ab und fahren über einen extrem steinigen Weg zum Warmbad Laugavalla-Laut. Je nach Wetter und Tageszeit kann der Wasserfall so heiß sein, dass man es nicht aushält. Heute ist es okay und wir nehmen ein Bad. Vor uns der See, das ist der Stausee des Karanjuka-Kraftwerkes. Unterhalb der Staumauer ist eine gigantische Schlucht. Am Überlauf fließt reichlich Wasser ab durch den vielen Regen der letzten Tage. Bis zur Staumauer war die Straße nur für Allradfahrzeuge frei. Ab der Staumauer ist die Straße 910 asphaltiert und damit relativ uninteressant. Nach etwa 50 Kilometer auf der Hochebene geht es bergab an den Fluss und See Lagerfljót. Das ist das Restaurant Skridur Klaustur. Wir nehmen uns Zeit zu einer wohlverdienten Kaffeepause. Wir sind bereits durch den Ort Eklistadir gefahren und sind auf dem Weg zum Fährhafen von Seyðisfjörður. Fährverbindungen gibt es von hier nach Norwegen und Dänemark und sollten keine Fähren kommen, so nutzen die Pier auch Kreuzfahrtschiffe. Ein kurzer Rundgang durch den Ort mit knapp 700 Einwohnern reicht, um alles zu sehen.
Anschließend fahren wir noch am Ufer des Fjords entlang, bis der Weg endet und genießen die Landschaft. Anschließend geht es zurück zum Hotel. Diese Gegend ist so abgeschieden, dass es einfacher ist, seinen eigenen Schrottplatz zu pflegen. Tag 10 wird lang. Es ist der Tag mit der längsten Fahrstrecke. Rund 600 Kilometer liegen vor uns. Und ein paar wichtige Ziele gibt es auch noch auf der Strecke. Der Morgen birgt eine Überraschung für uns. Es hat geschneit in den Bergen. Auf dem Weg von Egilsstaðir zum Ort Klaustur zu unserem nächsten Hotel fahren wir auf Islands wichtigster Ringstraße, der Nummer 1. Wir fahren entlang der Fjorde. Es ist eine kurvenreiche Fahrt im Regen. Unterwegs fotografieren wir viele namenlose Wasserfälle sowie interessante Felsstrukturen. Im Ort Djúpivogur gibt es eine Kunstinstallation von 34 Eiern aus Granit zu bestaunen. Sie repräsentieren alle auf Island vorkommende Vogelarten. Leider war das Umfeld nicht sehr einladend, insbesondere auch durch den Regen. Von diesem Standpunkt im Ort Höfen sollte man einen schönen Blick auf den vergletscherten Vatnajökull haben. Leider gibt das Wetter es nicht her. Um einen inneren Ausgleich mit dem kalten, regnerischen Wetter herzustellen, stoppen wir am Brunnhol Guesthouse und essen Eis. Hier soll es die beste Eiscreme Islands geben. Der Gletschersee Jökulsárlón ist wohl das größte touristische Ziel von Island. Nasskalt mit viel Regen erwartet uns hier. Wen das nasskalte, windige und regnerische Wetter nicht stört, kann einen Platz auf dem Amphibienfahrzeug buchen und nah an die Eisberge sich ranschwimmen lassen. Das war die letzte Tour für heute. Der Preis ist nur 50 € für 45 Minuten. Wegen Platzmangel aber bitte über Internet buchen. Es ist bereits 17 Uhr. Wir machen einen Spaziergang entlang des Gletschersees und schauen uns die hier angetriebenen Eisberge an. Das kostet nichts. Für das Parken durften wir natürlich bezahlen. Parkgebühren sind seit Juni 2023 fällig. Knapp 7 €. Und das geht nur noch über die isländische Bezahl-App. Wie das geht, habe ich bereits im Teil 1 erklärt.
Genug bestaunt die Eisberge. Jetzt geht es zum Diamanten Beach. Nachdem die teilweise mehr als 1000 Jahre alten Eisberge etwas abgeschmolzen sind, passen sie unter der Brücke durch. Die Eisreste sehen aus wie große Diamanten, deshalb Diamanten Beach. Wir haben den Gletschersee Jökuls Arlon mit Atlantikanschluss verlassen und blicken nun auf den Gletschersee Fjalls Arlon ohne Abfluss. Der Besuch am Gletschersee fällt nur kurz aus. Ein Blick muss reichen. Auch sind die Sichtbedingungen zum Fotografieren schlecht. Wir müssen immerhin noch 100 Kilometer fahren. Es ist bereits nach 19 Uhr. Der Regen hat aufgehört und die Sichten sind besser geworden. Gegen 20 Uhr erreichen wir unser Hotel, diesmal nur für eine Nacht. Heute am Tag 11 werden wir einige der bekanntesten Wasserfälle von Island anfahren. Gleich hinter unserem Hotel in Klaustur finden wir den ersten Wasserfall, den Systrafoss. Keine 5 Minuten weiter gehen wir zum Stjörnarfoss. Nach dem Stjörnarfoss, 5 Kilometer weiter auf der Straße Nummer 1, geht es rechts ab zur Straße F206 für Allradfahrzeuge Richtung Klakikrater. Die Wasserdurchfahrten sind wieder zu tief für unser Auto und so brechen wir unsere Fahrt Richtung Klakikrater ab. Trotzdem lohnte es sich hierher zu fahren, es ist eine schöne, interessante Landschaft. Der Fjaðrar Canyon ist ein besonders schönes touristisches Ziel. Wir starten am oberen Parkplatz auf der F-Straße unsere Wanderung. Neuerdings ist der Weg entlang des Canyons befestigt, sodass man nicht mehr überall hintreten kann. Von der Aussichtsplattform gibt es den besten Blick auf den Mogafoss. Von hier ab führt uns der etwa 2 Kilometer lange Weg entlang des Canyons zum unteren Parkplatz.
Unterwegs gibt es mehrere spektakuläre, fantastische Sichten in den Canyon. Heute am 11. September sind noch viele Touristen unterwegs. Der Parkplatz ist regelrecht überfüllt. 1000 isländische Kronen für das Parken sind auch hier seit diesem Jahr fällig. Bezahlen ist aber nur über die Handy-App möglich. Nach unserem gestrigen verregneten Tag mit schlechten Sichten sehen wir endlich einmal die vergletscherten Berge. Hier der Blick auf den Myrdalsjökull mit seinen 1450 Meter Höhe. Kurz hinter dem Uxafotafass beim Ort Vík beginnt die Black Sand Beach mit Blick auf den Reynisfjall Old Barracks vom Osten her. Wir sind um den Berg herumgefahren und haben nun vor uns die Basaltsäulen mit der Hal Sarnefshellir Cave und später noch einmal den Blick auf Reynisfjall Old Barracks. Und auch hier waren wieder mal 1000 isländische Kronen gleich 7 Euro für das Parken fällig. Wir haben den übervölkerten Strand verlassen und sind zum Leuchtturm von der Holley gefahren. Auch hier sind Massen von Touristen unterwegs. Reykjavik ist nur noch 140 Kilometer entfernt. Hier irgendwo am Ufer liegt das Flugzeugwrack als touristisches Ziel. Will man nah heran, kann man vom Parkplatz an der Straße laufen. Es sind 7 Kilometer hin und zurück. Oder man nimmt den Shuttlebus für 3000 isländische Kronen, gleich 20 Euro. Parkgebühren sind auch noch fällig, 1000 isländische Kronen, also 7 Euro. Wir haben 1000 isländische Kronen gleich 7 Euro investiert für das Parken und laufen zum Skogafoss. Dieser Wasserfall wird in fast allen Prospekten erwähnt. Er ist ein touristisches Hauptziel. Wie man sieht,
Der Parkplatz ist gut ausgelastet, jetzt am späten Nachmittag, kurz vor 17 Uhr. Wir sind kurz vor dem letzten schönen großen Wasserfall, dem Seljalandsfoss. Nach Bezahlen von 1000 isländischen Kronen per App für das Parken geht es nah ran an den Wasserfall. Und weil die Sonne jetzt so schön scheint, können wir den Seljalandsfoss mit Regenbogen genießen. Und je später am Abend, umso schöner werden die Landschaftsbilder. Nach dem Åriðafoss, unser letztes Ziel für heute, geht es zum Gasthaus für die nächsten 2 Nächte. Auf dem Plan für heute stehen 3 Wasserfälle. Danach schauen wir uns den bekanntesten isländischen Geysir Strókar an. Zum Tagesabschluss gehen wir baden in einer Hot Spring. Die Sonne taut unser Auto auf. Erst danach können wir auf Tour gehen. Es war ganz schön kalt in der Nacht. Die blauen Wegweiser helfen uns, alle Ziele zu finden. Vor uns liegt unser erstes Tagesziel, der Hjallparfoss. Jetzt sind wir angekommen am kostenfreien Parkplatz für den Haifoss. Von hier sind es 500 Meter bis zum Aussichtspunkt. Das hätten wir hier nicht erwartet. Eine Mountainbiker-Gruppe. Ohne E-Antrieb wären sie bestimmt nicht bis hierher gekommen. Das ist ein Schafpferch. Hierher werden die Schafe im Herbst nach dem Schafabtrieb aus dem Hochland gebracht
um sie anschließend gerecht aufzuteilen. Wir sind auf dem Weg zum Gullfoss. Es ist der bekannteste, der größte und der schönste Wasserfall Islands. Rund um das Besucherzentrum für den Gullfoss ist es noch eine große Baustelle. Sonst hätten wir wohl auch hier Parkgebühren bezahlen müssen. Trotz des Appetits auf einen Snack. Aber bei den Preisen lebe ich lieber von meinen Reserven. Essen wird überbewertet. Nach dem Preisschock im Besucherzentrum genießen wir einen ersten Blick auf den Gullfoss. Wir laufen alle Viewpoints ab und erfreuen uns der Ausblicke bei diesem schönen Wetter. Wir verlassen die Gullfoss-Area und fahren zu dem Thermalfeld mit dem Geysir Strokor. Für ein erstes Mal im Leben so einen Geysir beobachten zu können, ist doch schon beeindruckend. Da wir aber bereits zweimal in Neuseeland und dreimal in Yellowstone Thermalfelder mit ihren Geysiren beobachten konnten, ist er für uns doch nicht mehr ganz so beeindruckend. Der Tag ging relativ schnell zu Ende und so ging es ab in die Hot Spring vom Bad Laugarvatn. Tag 13 begann wieder trüb und regnerisch mit vereinzelten Sprühregen. Es ist der letzte Tag mit der Fahrt übers Land. Unterwegs sind wir bis an den südwestlichsten Zipfel Islands. Den letzten Tag vor dem Heimflug gehört dann Reykjavik. Ein erstes Ziel des Tages finden wir mit dem Grünen See und anschließend in einem kleinen Thermalfeld. Es gibt aber nur kleine, blubbernde Springs.
Hinter dem Seegleich-Fahrwadden geht es links ab nach Süden. Ein Fahrweg für Allradfahrzeuge. Hier sind wir den letzten Vulkanausbrüchen am nächsten. Hinter diesem Hügel ist der letzte Vulkanausbruch vom Juni 2023. Es ist der Litli Hrudor. Leider ist er nicht zu sehen. Zu Fuß ist er über 2 Stunden entfernt. Dieser Fahrweg für Allradfahrzeuge war der uns am meisten gefiel. Dies ist der Blick aus der Ferne auf den Lavafluss von dem 2-monatigen Vulkanausbruch im Jahr 2022. Beim Ort Grindavik kann man Schiffswracks bestaunen. Man wundert sich nur, wie sie hierher gekommen sind. Man sieht und hört das Wasser nicht. Die Blaue Lagune ist wohl eines der bekanntesten Ziele von Island. Bei einem Spaziergang in der Area verschaffen wir uns einen Überblick. Baden gehen wir hier nicht. Die Preise sind deftig. Spartickets soll es ab 50 € geben, Normalpreise gibt es um die 90 bis 100 € je nach Tageszeit und das teuerste Ticket soll knapp 500 € kosten. Ein Hotelbesuch mit Badaufenthalt ist auch möglich. Wir sind an der südwestlichen Spitze von Island angekommen. Sturm und Regen ist unser Begleiter. Überall ist die vulkanische Aktivität zu spüren. Viele Lavafelder sind relativ neu. Dies ist eine Bronzeskulptur des ausgestorbenen flugunfähigen Vogels, der große Alk. Er wurde letztmalig im 18. Jahrhundert in dieser Gegend gesehen. Dieser kleine Vulkankrater gehört zu einer Reihe von Kratern, die sich an einer 4 Kilometer langen Spalte gebildet haben. Die Spalte reicht bis in das Meer. Und wer nach Island kommt, will natürlich auch einmal auf 2 Kontinenten gleichzeitig stehen. Das geht hier auf dieser Brücke. Die Spalte ist das Ergebnis der Kontinentaldrift von der eurasischen und nordamerikanischen Kontinentalplatte. Nach der Ankunft in Reykjavik und Einchecken im Hotel geht es noch zu einem abendlichen Spaziergang bis an die Hallgrímskirche. Der Morgen begrüßt uns mit einem wolkenlosen, klaren Wetter. Wir starten am stilvollen Wikingerboot zu unserer Rundtour durch Reykjavik.
Am Perlan Museum verschaffen wir uns oben auf der Aussichtsplattform einen Rundblick über die Hauptstadt Islands. Anschließend geht es mit dem Auto durch Reykjavik. Wir genießen die Stadtimpressionen. Baden und Reykjavik. Zum Schluss Tipps zum Heimflug. Früh 7:30 Uhr ist Abflugzeit nach Frankfurt. Das heißt, 3 Uhr aufstehen, 1 Stunde Auto fahren, Mietwagen abgeben und dann einchecken. Ja, und dann könnte das letzte Problem auftauchen. Es gibt nur Automaten zum Einchecken und die sind nur in englischer oder isländischer Sprache. Am Automaten Pass scannen lassen, mehrere Fragen beantworten, unter anderem zu Waffen, Anzahl der Gepäckstücke. Entweder man hat bereits die elektronische Sitzplatzkarte oder sie wird jetzt ausgedruckt. Danach kommen die Banderolen fürs Gepäck aus dem Automaten. Bitte selbst anbringen und nicht vergessen, die 3 kleinen Klebestreifen als Sicherheitskennung zweimal aufs Gepäck kleben und einmal selbst behalten. Das ist die Sicherheit, falls die Banderole nicht lesbar ist. Dann ab zum Gepäckaufgabeband. Banderole selbst scannen, danach verschwindet der Koffer auf dem Band. Für Vielflieger kein Thema, aber für den, der selten fliegt, ist das eine Herausforderung, zumal alles nur in Englisch oder isländischer Sprache abläuft. Und nun eine letzte Bemerkung von mir. Wer mehr von der Welt sehen will, findet rund 100 Videos auf meinem YouTube-Kanal.